Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe der Skincare News und ich denke, heute wird es besonders spannend, weil es eher ein Anti-Haul wird und ich bin mir auch etwas unschlüssig, wie ich das zukünftig mit diesen Videos handhaben möchte. Also ich will unbedingt nebenbei Hautpflege auftragen und mein Make-up machen, unabhängig davon, ob ich neue Produkte da habe oder nicht, weil ich das persönlich einfach spannender finde und ihr laut Umfrage auch. Aber ich möchte versuchen, das ein bisschen besser zu ordnen, weil ich in meinen ersten Skincare News auch etwas verwirrt war, weil ich, während ich die Produkte aufgetragen habe, über die Produkte gesprochen habe und über die neuen Launches und das hat nicht nur mich verwirrt, sondern auch einige unter euch. Deswegen versuche ich das in diesem Video ein bisschen geordneter zu machen. Mein Gesicht habe ich bereits gereinigt und würde als nächstes den Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus auftragen. Den habe ich relativ neu, auch wenn ich ihn schon einige Male benutzt habe und hier sind unterschiedlichste Formen des Hyalurons enthalten. Ich finde ihn auch sehr, sehr angenehm auf der Haut und den würde ich jetzt mal auftragen. Der hat auch eine etwas dickere Konsistenz, wie man sehen kann. Und then let's address the elephant in the room, weil Paula's Choice von Unilever aufgekauft werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, die vielen Marken passiert, dass sie irgendwann von Großkonzernen geschluckt werden. Und ich weiß, dass das manchen jetzt nicht ganz so passt. Also manche meiden ja diese großen Konzerne, wie zum Beispiel Unilever. Aber das kann einer Marke natürlich dabei helfen zu wachsen und bei Paula's Choice, das ist ja eine reine Hautpflegemarke, könnte es natürlich dazu führen, dass das Sortiment erweitert wird, dass einfach auch mehr Gelder da sind, um tolle neue Produkte zu entwickeln. Aber es kann sich natürlich auch in die negative Richtung entwickeln, zum Beispiel was das Marketing angeht. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Abstand von Paula's Choice genommen in den letzten paar Jahren, weil ich deren Marketing nicht ganz so toll fand. Also das war jetzt nichts, was mich persönlich angesprochen hat, weil es mich etwas an dieses typische Influencer-Rabattcode-Marketing erinnert hat und ich persönlich mag das nicht ganz so gern, obwohl ich vor vielen, vielen Jahren, also als ich angefangen habe mit Hautpflege, mich zu beschäftigen und mit Inhaltsstoffen, einige Produkte von Paula's Choice benutzt habe. Und wenn ich euch ein Produkt von Paula's Choice empfehlen müsste, dann wäre es auf jeden Fall das BHA-Liquid mit Salicylsäure. Das ist für mich persönlich das Standalone-Produkt im Sortiment von Paula's Choice, was richtig gut funktioniert, also zumindest für mich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, sobald Unilever Paula's Choice geschluckt hat. Ich bin auch sehr interessiert an eurer Meinung, was ihr davon haltet und was ihr denkt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Dann habe ich hier noch das Niacinamid-Serum von Beauty Glam mit 8% Niacinamid und 1% Zink-PCA. Und da mir die Konzentration des Niacinamids zu hoch ist, werde ich das mit dem Pyunkang Yul-Produkt hier mixen. Ich bin sowieso kein großer Fan von diesem hohen Konzentration an Actives, wo es eigentlich nicht unbedingt sein müsste, weil Niacinamid bis 5% relativ gut erforscht. Alles, was darüber hinausgeht, ist so ein bisschen Marketing und je höher die Active-Konzentration, umso größer die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass das die Haut reizen kann. Deshalb mixe ich das mal mit diesem Serum. Dann haben wir die nächste Celebrity Skincare Brand und zwar von Madison Beer und Vanessa Hudgens. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich Vanessa Hudgens nur aus High School Musical kenne und Madison Beer kenne ich überhaupt nicht. Und diese Hautpflegemarke ist in Zusammenarbeit mit einer Dermatologin entstanden und es wird damit geworben, keine unnötigen Inhaltsstoffe in den Produkten zu haben. Und das ist natürlich immer so ein Versprechen, das ich etwas schwierig finde, weil unnötig sehr subjektiv ist und ich denke, ein Otto-Normalverbraucher oder eine Otto-Normalverbraucherin würde bestimmte Stoffe als unnötig ansehen, während ein Produktentwickler oder eine Produktentwicklerin das komplett anders sehen würde. Also es hängt auch extrem vom Wissensstand ab und in welchem Bereich man sozusagen arbeitet. Aber ich dachte, wir schauen uns trotzdem mal die Produkte an. Ich habe mir zwei ausgesucht und zwar den Cleanser und ein Serum. Und was den Cleanser angeht, muss ich sagen, bin ich nicht so angetan, weil er meiner Meinung nach sehr
oldschool formuliert ist. Und wenn wir schon bei diesem unnötig sind, frage ich mich natürlich auch, warum ist dieser Cleanser dann parfümiert? Denn das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, weil das sowieso alles im Abfluss landet und auch diese ganzen Pflanzenextrakte, die da enthalten sind, landen allesamt im Abfluss. Also das ist etwas, was ich nicht so hundertprozentig verstehe. Auch das Resurfacing Night Serum von No spricht mich nicht so an, wobei ich sagen muss, dass ich das Foto mit der Frau wunderschön finde, weil man hier einfach mal eine echte Haut mit Textur sieht. Also das finde ich richtig toll. Nur hier wieder von der Formulierung, vor allem zu dem Preis, finde ich das Produkt einfach nicht so spannend, dass ich $30 dafür ausgeben müsste. Es ist zwar ein Vitamin-A-Derivat enthalten, das kaum erforscht ist und auch Alpha-Arbutin, was unter anderem bei Pigmentflecken helfen kann. Aber so von dieser Komplettformulierung her ist das einfach nichts, wofür ich gerne diese $30 ausgeben würde. Okidoki, dann trage ich jetzt als nächstes die Lavozone Sonnenmilch auf. Die wolltet ihr unbedingt sehen und die habe ich letztens bei Müller entdeckt und fand die UV-Filter-Kombi wirklich toll. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die sich auf meinem Gesicht machen wird. Da sind auch keinerlei Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung enthalten, aber sie ist etwas zäh. Ich habe sie schon einmal geswatcht. Und mal schauen. Ich glaube, die wird auch relativ schrottig aussehen. Oh mein Gott. Das ist so ein bisschen wie Honig auftragen. Die macht auch so einen leichten weißen Schleier, weil hier ein partikelartiger organischer UV-Filter drin ist. Aber der dürfte im Vergleich zu den anorganischen UV-Filtern deutlich weniger geisterhaft ausfallen. Dann habe ich mich auf Sephora umgeschaut und dieses Produkt von Ole Henriksen entdeckt, das sich Dewtopia nennt. Und an sich klingt das super spannend, weil eine Kombi aus Glykolsäure und unter anderem Gluconolacton enthalten ist. Und beides zusammen kann super viele Vorteile für die Haut haben. Es kann bei Pigmentflecken hilfreich sein, die Kollagensynthese anregen. Und Gluconolacton ist sowieso verträglicher als Glykolsäure und kann auch unter anderem antioxidativ wirken. Und auch was den Preis angeht, wäre das gerade so in meinem Segment drin gewesen, also zumindest zu dem vergünstigten Preis. Aber dann habe ich mich durch die Inhaltsstoffe gewühlt und festgestellt, dieses Produkt ist ein großes No-No für mich, weil da haufenweise Duftöle und auch deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind und ich natürlich gleich weiß, dass meine super empfindliche Haut darauf reagieren würde, vor allem in Kombi mit Säuren. Und ich würde es echt begrüßenswert finden, wenn Firmen aufhören würden, Säuren, die sowieso schon bei einem bestimmten pH-Wert, also wenn der pH-Wert passt, der hier übrigens zwischen 3 und 4 liegen sollte, dass die dazu beitragen, dass Stoffe besser in die Haut eindringen können. Das heißt, die reizenden Stoffe, die in einem Produkt enthalten sind, könnten sozusagen auch schneller in die Haut gelangen und auch schneller zu Reaktionen führen. Und ich würde mir echt wünschen, wenn man das nicht mehr machen würde, also wenn man aufhören würde, Duftstoffe oder ätherische Öle mit Säuren zu kombinieren. Ich weiß, dass vielen Duft wichtig ist. Das ist ja auch eine Form von Wellness. Es hat was mit Wohlbefinden zu tun und Duft ruft auch bestimmte Erinnerungen wach. Ich bin selber ein Duftmensch, also wenn ich irgendwo Pfingstrosen rieche, dann macht mich das einfach glücklich. Oder Flieder erinnert mich extrem an meine Kindheit, also zumindest an die schönen Zeiten. Und ich bin da nicht komplett dagegen. Ich wünschte, ich könnte auch meine Parfums mal wieder benutzen, ohne eine allergische Reaktion zu bekommen. Aber ich finde, es muss nicht in allen Produkten enthalten sein, vor allem nicht in solchen, wo es eben um chemische Peelings geht, wo es um Säuren geht, wo das einfach eher nachteilig sein kann, solche Dinge drin zu haben. Das würde ich mir echt wünschen, wenn man das so ein bisschen begrenzen könnte und das Ganze sozusagen auch inklusiver gestalten könnte,
Produkte, weil dadurch auch mehr Menschen bestimmte Produkte benutzen können. Also auch Menschen, die eine sehr empfindliche Haut haben oder die beispielsweise zu Allergien neigen. Das letzte wirklich neue Produkt, das ich hier noch habe, ist diese Foundation von Hypoallergenic. Und zwar ist es die Longwear Hydrating Balm Foundation in der Farbe 01 Alabaster. Die kommt komplett ohne Duftstoff oder anderweitige Parfümierung aus. Ich glaube, das gehört sowieso zum Konzept dieser Marke, was ich echt großartig finde. Und die trage ich jetzt mal auf und dann sprechen wir noch ein bisschen über Drogerieprodukte, die neu rausgekommen sind. Als allererstes haben wir hier das neue Gesichtsöl von Altera und das ist, glaube ich, auch eine Limited Edition. Das basiert auf Sojaöl, was auch ein recht angenehmes Öl ist, nur für mich persönlich ist das nichts. Ich würde es nicht kaufen, weil hier haufenweise deklarationspflichtige Duftstoffe drin sind und ich würde euch ja eher diese reinen Öle von Altera empfehlen, zum Beispiel das Arganöl. Als nächstes haben wir hier die Vitamin C Creme von Isana mit Lichtschutzfaktor 15 und wenn ich ehrlich bin, bin ich kein großer Fan von Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, weil die Produkte meistens nicht dafür ausgelegt sind, sie in der benötigten Menge aufzutragen. Also man braucht mindestens 1 Gramm fürs Gesicht, um den deklarierten Schutz zu erreichen. Und ich finde auch, dass das Produkt von der UV-Filterkombi jetzt nicht so toll ist. Da setze ich lieber auf ein gut formuliertes und gut durchdachtes Sonnenschutzmittel. Reines Vitamin C findet ihr hier auch nicht, sondern ein Derivat. Es ist auch ein bisschen Panthenol enthalten, was so feuchtigkeitsbindend wirken kann und auch Glycerin. Aber hier sind halt auch mal wieder ätherische Öle und deklarationspflichtige Duftstoffe drin. Deswegen ist das für mich nichts. Schebens hat jetzt auch einige Skin Booster rausgebracht, die mich persönlich nicht so interessieren. Der Hydro Booster beispielsweise besteht hauptsächlich aus Wasser, vergälltem Alkohol und Natriumhyaluronat. Klar ist das schön feuchtigkeitsbindend, aber meine superempfindliche Haut hat so ihre Probleme mit hohen Mengen an vergälltem Alkohol. Also vor allem in so sehr wässrigen Produkten, wo jetzt nichts Rückfettendes mit enthalten ist. Ich mag einfach dieses Gefühl von Ethanol auf meiner Haut nicht. Das fängt dann immer so an zu stechen und steigt auch gerne mal in die Augen und dann fangen die an zu tränen. Also das ist für mich einfach nichts, was ich unbedingt haben muss. Wenn ihr eine Alternative sucht, die auch gut funktioniert und die man auch ganz gut in andere Produkte mischen kann, dann schaut euch mal das Hyaluron-Serum von Rival de Loop an. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich ganz vergessen habe, euch den neuen Cleansing Balm von Beauty Bay zu zeigen. Ich bin ja ein riesen Fan von Cleansing Balms, wobei ich am allerliebsten mein eigenes Reinigungsgelee benutze. Hashtag Werbung. Verlinke ich euch unten in der Infobox und in dem i oben, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Aber bei diesem Cleansing Balm bin ich einfach raus, weil eben deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind und natürlich immer die Gefahr besteht bei Cleansing Balms, die man sich neu zulegt, dass die irgendwie sich nicht so gut abwaschen lassen oder nicht richtig emulgieren und sich runterspülen lassen und eben so ein Film auf der Haut oder auf den Augen zurückbleibt. Und da ist es natürlich besonders nachteilig, wenn Duftstoffe enthalten sind und man einfach eine allergische oder superempfindliche Haut hat. Auf Highlighter kann ich heute, glaube ich, getrost verzichten, weil die Sonnencreme so dermaßen schwartig aussieht, dass ich das nicht brauche. Aber im Großen und Ganzen haben mir die Produkte ganz gut gefallen. Bei der Sonnencreme muss ich natürlich noch schauen, wie sie sich so im Alltag macht und ob mir das nicht doch etwas zu fettig und wachsig ist, weil ich sie schon etwas auf der Haut spüre. Die Palette von BH Cosmetics hat mir richtig gut gefallen, also zumindest die Lidschatten, die ich verwendet habe. Das ist wie immer die wunderbare BH Cosmetics Lidschattenqualität. Also wenn das eure Color Story ist, dann solltet ihr euch diese Palette auf jeden Fall mal anschauen. Auch der Toner von Isntree hat ganz gut funktioniert, den benutze ich ja auch schon ein bisschen länger. Und das Serum von Beauty Glam mit Niacinamid lässt sich wunderbar mit anderen Produkten mischen. Und das war's schon mit den Skincare News. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir zumindest hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!